Hallo zusammen, heute stelle ich euch das Xiaomi Smart Home vor und möchte die Frage beantworten, ob sich denn so ein Smart Home in Deutschland überhaupt lohnt. Also los geht's! Kurz zur Struktur des Videos. Ich werde euch kurz und knapp die Menüführung zeigen, sowie die Auswahl aller verfügbaren Produkte und einen kleinen Einblick in die Automatisierungen des Smart Homes zeigen. Kurz zum Aufbau der App. Ganz oben findet man die Auswahl des Zuhauses. Hier kann man mehrere Smart Homes einrichten, zum Beispiel wenn man mehrere Immobilien hat, Häuser oder Wohnungen. Direkt darunter findet man den aktuellen Status der Temperatursensoren sowie Feuchtigkeitssensoren. Wenn man auf diese tippt, sieht man diese nochmal in einer großen Zusammenfassung angezeigt. Wenn Kameras vorhanden sind, werden diese oben im Kopfbereich der App angezeigt. Wenn man hier das Kamerasymbol auswählt, kann man hier bis zu 4 Kameras gleichzeitig betrachten. Ein sehr schönes Feature. Der große Hauptbereich der App besteht aus der Zusammenfassung der Geräte sowie, wenn man nach rechts wischt, die Einteilung in Räumen. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms befindet sich ein Plus-Symbol, über welchem man neue Geräte in das Smart Home hinzufügen kann. Das Produktsortiment von Xiaomi ist wirklich beachtlich. Hier findet man von Luftreinigern über Sicherheitskameras, Beleuchtung, Türschlössern bis hin zur smarten Waschmaschine wirklich alles in diesem Smart Home. Kurze Frage. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Produkten, welche ihr hier in meinem Smart Home seht, dann lasst es mich einfach wissen. So kann ich ein separates Video zu der Funktionalität des einzelnen Gerätes machen. So, und jetzt weiter mit diesem Video. Ich werde nun durch einige Geräte durchgehen und euch zeigen, wie das Interface der einzelnen Geräte aussieht. Wie ihr seht, sind viele dieser Geräte schon komplett auf Deutsch übersetzt und hier findet man nur wirklich sehr selten englischen Text. Gerade bei den Kameras ist ein tolles Feature, dass diese nicht nur in der Xiaomi Cloud speichern können, sondern auch auf lokalen Speichergeräten, wie zum Beispiel ein PC oder eine NAS. Unter dem Reiter Automatisierungen kann man selbstständig Routinen anlegen. Als Triggerbedingungen kann man hier mehrere Geräte mit und oder verknüpfen. Diese fallen deutlich umfangreicher aus als bei dem Amazon Alexa Smart Home. Zum Beispiel kann man mehrere Smart Home Geräte als Trigger für Routinen verwenden. Dies ist bei Routinen über das Amazon Alexa Smart Home leider nicht möglich bis jetzt. Einigen mag schon aufgefallen sein, dass einige Geräte, welche ich hier hinzufügen kann, noch nicht im deutschen Markt verfügbar sind. Dies liegt darin, dass mein Xiaomi Smart Home über den Singapur-Server läuft. Ich bin mit dem chinesischen Server eingestiegen, da es zu dem Zeitpunkt 2017 noch nicht wirklich viele Smart Home Geräte für den europäischen Server gab. Auf dem chinesischen Server hatte ich bereits 2 Kameras und ein Gateway mit diversen Sensoren eingerichtet. Ich kaufte mir in Deutschland einen Roborock S5 Staubsaugroboter und versuchte diesen auf den chinesischen Server einzurichten. Das hat leider nicht funktioniert. Also versuchte ich meine Sensoren und meine Kameras auf einen deutschen Server einzurichten. Dies funktionierte leider auch nicht. Eine Zeit lang betrieb ich mein Xiaomi Smart Home auf 2 Servern, auf dem chinesischen und auf dem europäischen, und schaute mich immer nach einer Alternative dafür um. Letztes Jahr war es endlich soweit. Xiaomi und Aqara veröffentlichten ihren Smart Home Hub für den europäischen Markt. Durch Ausprobieren fand ich heraus, dass auf dem Singapur-Server sowohl chinesische als auch europäische Smart Home Geräte registriert werden konnten. Meine 2 Kameras konnte ich auf dem Singapur-Server einrichten, doch mein Xiaomi Gateway leider nicht. Die EU-Version von dem Xiaomi Gateway konnte auf dem Singapur-Server eingerichtet werden. Kommen wir kurz zu meinem Fazit. Wer ein günstiges und auch preiswertes Smart Home in Deutschland betreiben möchte, kommt um das Xiaomi Smart Home nicht herum. Xiaomi-Sensoren zählen aktuell zu den günstigsten im Smart Home-Bereich. Tür- und Fenstersensoren für ca. 9 € oder auch Temperatur- und Luftsensoren für ungefähr 10 € findet man bei der Konkurrenz nicht. Dort kosten solche Sensoren schnell das Dreifache. Auch
die Integration der Smart Home Geräte in das Amazon Alexa Smart Home, Google Smart Home oder auch das Apple HomeKit werden immer zahlreicher. Also wer günstig in Smart Home einsteigen möchte, steigt am besten mit Xiaomi Produkten ein, da es auch hier eine zahlreiche Auswahl an Produkten gibt. So viel zu meiner Meinung. Aber was haltet ihr von den Xiaomi Smart Home Geräten? Habt ihr schon Erfahrungen gesammelt damit? Lasst uns doch in den Kommentaren gerne darüber austauschen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich versuche meine Videos so kurz und informativ zu halten wie möglich und werde auch in Zukunft weitere Videos im Bereich Smart Home produzieren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.